Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 7 vom Fotogelaber Podcast. Ich bin der Michael und heute ist natürlich bei mir wieder mit dabei der Dennis. Hi Dennis, wie geht's dir denn so? Hi Michi, ja du, passt alles soweit, Neue Runde, neues Glück. Heute geht's mal wieder ein bisschen sozusagen. ab. Ich habe 2 Themen auf der Agenda und würde da direkt mal einsteigen. Ja gut, vielleicht willst du nachher noch ein bisschen erzählen, was es Neues gibt, aber ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt an. Heute geht's darum, wir reden mal kurz drüber, wie es nächste Woche ablaufen wird, weil die Gerüchteküche brodelt und heute ist Dienstag, der 5. Mai. Nächste Woche, laut Gerüchten, sollen relativ viele Sachen vorgestellt werden. Da werden wir gleich noch drüber reden, wie wir damit verfahren werden, weil die sollen am Tag unserer Podcast-Veröffentlichung vorgestellt werden. Da schauen wir einfach mal, wie wir damit umgehen. Ansonsten haben wir ein anderes Thema, das hat sich der Dennis ausgesucht, und zwar so ein bisschen, ich habe es hier stehen, warum fotografieren wir, für wen, warum, bewusster und so weiter. Und da darf der Dennis dann auch gleich ein bisschen was dazu erzählen. Ich würde sagen, wir steigen direkt mit dem Thema ein, weil mich interessiert es auch brennend, was du dir da ausgedacht hast. Ich habe gerade schon gesehen, du hast ein kleines Zettelchen vorbereitet, was wir da so besprechen können. Und dann legen wir doch einfach mal los. Schieß doch mal los, Dennis. Ja, ich habe tatsächlich das so ein bisschen vorgeschlagen, aus dem einfachen Grund, wir waren jetzt ja auch so die eine oder andere Folge sehr technisch. Ich glaube, fotografieren ist ja generell auch deutlich mehr als nur Technik. Auf jeden Fall. Da wird mich tatsächlich auch interessieren, was dich so ein bisschen bewegt, Fotos zu machen. Also klar, abseits von Equipment-Testen für YouTube und so weiter, weil ich ja auch weiß, dass du von deiner Tochter zum Beispiel relativ gern Fotos machst. Da steckt ja tatsächlich auch einfach viel, viel mehr dahinter. Klar ist für mich die Technik immer so ein bisschen, oder ich muss anders anfangen. Die Technik, da verliere ich mich gern drin, um Phasen zu überbrücken, wo ich mich anderweitig nicht mit Fotografie beschäftigen kann. Also im Sinne von, ich habe keine Zeit loszugehen, zu fotografieren. Wetter ist scheiße, Motivation fehlt. Aber ja, manchmal brauchst du ja auch einfach einen Anlass, um zu fotografieren. Und da tue ich mich tatsächlich manchmal auch ein bisschen schwer, dann das Technische abzulegen, wenn es tatsächlich ans Fotografieren geht. Vor dem Fotografieren oder während dem Fotografieren dann? Nee, Oder wenn. während dem Fotografieren Okay. tatsächlich auch. Ja. Weil ich glaube, was der Schlüssel zum Erfolg, beziehungsweise der Schlüssel zu einem erfolgreichen Foto ist vor allem auch, wenn ich da jetzt ganz banal an ein Familienshooting denke, wo, egal ob es die eigene Family ist oder Freunde, Bekannte oder letzten Endes auch Kunden von mir, wenn man es hinbekommt, in die Fotos ein gewisses Storytelling mit reinzubringen, dann werden es die besseren Fotos. Und Ja. da habe ich tatsächlich manchmal, bin ich jetzt einfach mal ganz offen und ehrlich, tue ich mich meistens anfänglich so die erste halbe Stunde, 20 Minuten, halbe Stunde, tue ich mich manchmal, gerade wenn vielleicht das letzte Shooting auch schon ein bisschen her ist, tue ich mich echt schwer, wieder in dieses Storytelling reinzukommen. Weil man dann drauf achtet, Bild muss offenblendig sein, weil ich möchte Bokeh haben. Dann, weißt du, das ist so voll, der Kopf voll mit Technik. Ja. Ja. Da würde mich tatsächlich auch mal interessieren, ob es anderen auch so geht. Was ich das letzte Mal, wo wir den letzten Podcast aufgenommen haben, da kam ich ja direkt von einem Shooting und da hatten wir es ja so ein bisschen drüber über die Sensorgröße und das alles. Was ich aber in dem Shooting mal wieder mitgenommen habe, nicht nur von meiner Seite, sondern auch von Models Seite aus, wenn du die Bilder aufnimmst und dann überlegst du dir, du willst das Bild gestalten so und so mit der Blende, die Verschlusszeit nimmst mit, die ISO vielleicht ein bisschen höher, damit du noch ein bisschen durch dein ISO-Rauschen noch einen gewissen Look hinkriegst und sowas. Da kann man sich ziemlich stark vertiefen, was ich gemerkt habe. Die besseren Bilder entstehen einfach aus Situationen, wo du dir überhaupt gar nicht die Gedanken darüber machst, sondern wo du und vor allem das Model sich einfach komplett wohlfühlen erstmal. Also so wirklich nicht drüber nachdenken über die letzten 5 Pixel, die jetzt noch in dem Bild sein müssen oder sowas. Also das habe ich jetzt auch, nachdem ich dann nämlich den Podcast mit dir aufgenommen habe, habe ich das danach gemerkt, wo ich die Bilder mal alle durchgeguckt habe, dass da echt teilweise Bilder dabei waren, wo ich gedacht habe, ja, die sind jetzt richtig gut geworden, die einfach viel zu gestellt gewirkt haben und so Momente, wo das Model dann auch einfach mal kurz so ein bisschen in seinen Haaren rumspielt oder so, die sind einfach viel natürlicher geworden. Und sowas zum Beispiel,
so Bilder gefallen mir selber viel besser, wie jetzt. Ich könnte, glaube ich, nicht auf einem Set arbeiten, wo alles perfekt vorbereitet ist mit Lichtern und so weiter, weil allein der Aufwand habe ich, glaube ich, gar keine Lust darauf, dass das so wirkt. Und dann ist das natürlich, spiegelt sich das auch auf die ganze Fotografie wieder. Ich bin, glaube ich, jemand, du hast ja auch gesagt, gerade mit meiner Tochter oder so, die besten Bilder entstehen eigentlich, wenn du ihr nicht zuschreist, guck mal, mach mal Cheese oder was weiß ich was, sondern einfach so, und das habe ich auch festgestellt bei Hochzeiten oder irgendwie sowas, die besten Bilder sind immer die, wo nicht gestellt sind. Ja, das ist genau der Punkt. Und da tue ich mich auch wirklich ein Stück weit schwer, das in geraden Sätzen rauszubringen, wo da meine Gedanken sind, weil im Prinzip ist es ja tatsächlich auch so, wenn wir wieder zurückgehen zu der Frage, warum man fotografiert. Mir geht's da ganz häufig, oder was heißt ganz häufig, eigentlich so gut wie immer drum, außer ich fotografiere irgendwelche Dinge, aber immer wenn Menschen mit im Spiel sind, geht's ja insbesondere bei sowas wie einer Hochzeit oder keine Ahnung, ich war schon auf Taufen, Konfirmationen, wie auch immer, geht's ja immer drum, auch den Moment festzuhalten. Und zwar nicht auf dokumentarischer Ebene, sondern klar, das spielt auch eine Rolle, aber vor allem auch quasi mehr oder weniger, gerade bei einer Hochzeit, das Gefühl auch einzufangen, weil ich da tatsächlich der Meinung bin, dass ein Foto ja quasi auch immer eine gewisse Erinnerung speichert. Ja, beziehungsweise fürs Gehirn. Und ich glaube, da wird jeder, der irgendwie ein 15 Jahre altes Bild von sich anguckt oder von einer Familienfeier oder whatever, kennt, glaube ich, dieses Gefühl, dass das Foto quasi eine Erinnerung wieder auffrischen lässt. Das ist das, wenn man da am Anfang so stark, oder es gibt auch Tage, da gelingt mir das gar nicht, dieses Technische abzulegen. Oder ich störe mich dann, also ich persönlich störe mich dann tatsächlich im Nachhinein dran, dass die Fotos technisch nicht so sind, wie ich sie mir vorgestellt habe, weil ich so im Tunnel war. Mhm. Ja, meiner Meinung nach geht es ja da auch immer so, diese Erinnerung wieder hervorzuholen, zu fühlen. Und ich muss ja im Prinzip in den Moment reinprojizieren, was meine Version von dem Gefühl ist. Ja. Ja. Und da muss ich auch einklinken an der Stelle, wo du meintest, dass meistens die Sachen oder die Momente, die man zwischendrin einfängt, meistens die wichtigeren sind. Da probiere ich mir tatsächlich immer sehr, sehr viel Mühe zu geben, gerade wenn ich Fotos mache mit Familien, häufig dann logischerweise auch, du kennst selber, mit jungen Familien im Sinne von, die Kinder sind noch klein, also, keine Ahnung, von frisch geschlüpft bis, keine Ahnung, 8, 9, 10. Das ist so die typische Zielgruppe für, man bucht einen Fotografen, um Familienfotos zu machen. Da ist mir tatsächlich auch immer ganz wichtig, im Vorhinein mit den Leuten abzusprechen, dass quasi so Situationen auch einfach entstehen müssen. Ich glaube, wenn man krampfhaft probiert, so Situationen zu erzwingen, dann klappt es nicht, dann geht es nach hinten los. Ja, das stimmt. Ich habe das auch in der Vergangenheit oft gemerkt. Klar, du hast dann Fotoshootings, wo du mit Leuten vielleicht zu tun hast, wo du das erste Mal fotografierst oder sowas, wo das Ganze dann schon meiner Meinung nach immer so ein bisschen erzwungen wirkt oder nicht erzwungen, aber halt immer so mit so einem, jeder will irgendwie das Model spielen und du willst der tolle Fotograf sein oder so. Und das merke ich dann auch bei Shootings, wo ich mit Familien zum Beispiel arbeite. Ich habe meine Patenkinder, mein Patenkind zum Beispiel, die Family fotografiere ich jedes Jahr, seit die auf der Welt sind. Die sind jetzt 9. Und mit jedem Jahr merkst du einfach, dass das ja auch alles viel entspannter wird für jeden. Da ist es so, ja komm, wir treffen uns, wir machen die Herbstbilder oder vielleicht Frühlingsbilder oder sowas. Mhm. Und dann wird es immer entspannter, weil jeder da so ein bisschen drin ist. Und ich merke aber auch, dass mir sowas viel mehr Spaß macht, wie wenn ich jetzt irgendwo bezahlt werde da dafür oder gebucht werde für irgendwie sowas. Und das ist auch das, was ich in letzter Zeit, weil wir bei dem Thema sind, warum fotografieren wir und wie sich das entwickelt und sowas. Ich will gerade immer mehr weg von diesem
erzwungenen Hobby zum Beruf machen oder irgendwie sowas. Für mich war Fotografie immer ein Hobby, wo ich irgendwann mal so weit war, dass ich auch Geld dafür verlangen konnte oder so. Aber ich merke in letzter Zeit auch so ein bisschen, ich will das überhaupt gar nicht. Ich will Bilder schießen mit Leuten. Ich habe da meine Leute, mit denen ich auch immer auch meine Testbilder für die ganzen, Reviews oder sowas mache. Es macht mir alles viel mehr Spaß wie irgendwie sowas Erzwungenes. Deswegen hat sich das in den letzten Monate auch arg geändert, warum ich fotografiere oder so. Ich will auch eigentlich weg von diesem Reviews fotografieren, Reviews machen oder so. Ich will einfach wieder mehr Spaß damit haben, wie zum Beispiel mein letztes Video mit dem Osmo Pocket 4. Das war ja kein wirkliches Review an sich, sondern das war eine Geschichte erzählt von dem Ausflug nach England. Macht mir 100-mal mehr Spaß wie hier irgendwelche Sachen. Und ich hatte es im letzten Podcast schon mal ein bisschen angesprochen mit Gerald Undone, der genau das Thema hat. Er will nicht reviewen und an so einer Stelle, ich verstehe das vollkommen, habe ich auch Mhm. keine Lust. Und deswegen bin ich gerade echt so ein bisschen Freunde, Bekannte, Familien und so weiter. Das ist gerade das. Und Momente festhalten. Am 1. Mai wieder unterwegs sein oder sowas. Macht mir 100-mal mehr Spaß aktuell. Ja. Also wo ich auch gerade tatsächlich in meinem persönlichen Umfeld versuche, das so ein bisschen umzustellen, wie ich an die Sache Fotos herangehe, ist tatsächlich seit, ich würde jetzt mal so sagen, 3, 4 Wochen, also gerade auch, wo es jetzt, das Wetter wird besser, man ist wieder mehr draußen unterwegs, man hockt vielleicht nicht irgendwie an einem Sonntag in der Bude, sondern trifft sich bei Freunden oder Bekannten im Garten. Habe ich das letzte Mal, glaube ich, erzählt mit den Bildern auf dem Trampolin, ja, Mhm. so Dinge. Ich probiere gerade krampfhaft immer eine Kamera dabei zu haben. Und zwar einfach, um mein Umfeld aktiv dran zu gewöhnen, dass ich der Dude mit der Kamera bin. Also, Ja, die aber sollen mich. war das in der Vergangenheit noch nicht so? Nee, nicht so, nicht so. Meistens war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich dann quasi ans Auto geflitzt bin oder aus meinem Rucksack die Kamera geholt habe oder sonst irgendwas. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich gerade die kleine Ricoh GR3, die ich habe, oder die habe ich meistens einfach in der Hosentasche, ja, oder so im Hoodie vorne drin. Ich habe die dann auch einfach viel in der Hand, ohne dass ich tatsächlich irgendwas damit mache. Ja, für Außenstehende manchmal vermutlich komplett blemblem, ja, oder wenn es dann noch wilder wird und tatsächlich, wenn ich einfach so aus dem Haus gehe, schmeiße ich mir einfach die M10 um und hab die dann einfach spiele damit rum, keine Ahnung, einfach damit quasi alle in meinem Umfeld wissen, okay, hey, es ist ganz normal, dass der Typ eine Kamera dabei hat. So, Mhm. also nicht, dass die sowieso nicht wissen, dass es mich meistens nicht ohne Kamera gibt, aber einfach diese Präsenz so zu erhöhen, in der Hoffnung, dass es dann tatsächlich einfach normal wird. Und umso mehr die Leute, glaube ich, sich dran gewöhnen, umso höher wird die Chance auf den Moment einfangen, weil keiner damit rechnet, dass ich ein Foto mache. Aber das kommt ja sicherlich jetzt auch, weil du einfach eine kleine Kamera zur Verfügung hast, oder? Weil früher mit einer A1 oder sowas, die du dir um den Hals hängt, das willst du ja nicht die ganze Zeit rumtragen. Gerade wenn du jetzt wirklich irgendwie in der Freizeit unterwegs bist, heißt eine Familienfeier oder einen Grillen oder sowas, da willst du ja nicht die Riesenkamera rumschleppen. Da hast du mit der Ricoh GR natürlich schon auch eine Kamera, die steckst in deine Tasche, hast die da und wenn sie brauchst, dann ist das ja schön. Das war tatsächlich auch Hauptgrund Nummer 1, warum ich die gekauft habe, war wirklich die Thematik, dass es einfach eine kleine, unauffällige Kamera ist, die einfach, die man ohne viel Effort einfach mitnehmen kann. Ja, ja, man zieht halt damit auch nicht unbedingt Aufmerksamkeit auf sich. Ich hatte die jetzt, keine Ahnung, bei einem Konzert dabei. Ich hatte die im Fußballstadion dabei. Das interessiert niemand, wenn du das Ding in der Hosentasche hast. Das ist für viele Leute, die nehmen es nicht ernst, obwohl ja aus so einer GR3 trotzdem wirklich okay Fotos rauskommen. Wobei ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht Denken oder so. Denken vielleicht nicht, aber so der eigene Eindruck. Ich glaube schon, dass für Leute in der heutigen Zeit, wenn du nicht mit einem Smartphone fotografierst, sondern noch eine Kamera in der Hand hast oder so, wirkt das für die Leute gleich schon anders, egal welche Größe die Kamera überhaupt hat, weil die denken sich dann: „Oh,
der hat eine Kamera dabei und ich glaube, bei den Kleinen ist es halt wirklich so, dass die ein bisschen unterschätzen, was da rauskommt, so wie auch mit der Richtig, ja. GM5. Wenn du dann nachher in irgendwelchen Gruppen die Bilder teilst, sehen die Leute halt schon, dass das doch nochmal was anderes ist, wie jetzt mit einem Smartphone zu fotografieren. Ja, komplett. Da bin ich genau deiner Meinung. Das ist wirklich mit so einem Grund. Und selbst die M10 mit dem 28 2,8 von Vogtländer, die ist wirklich, ja, lass es 6, 7 Zentimeter dick in der Kombi nur sein. Das ist halt wirklich was du dir quasi quer umhängst und was im Prinzip unterm Arm verschwindet, ohne dass es viel dich im Alltag, sag ich mal, so, wenn du draußen unterwegs bist, stört. Aber du hast die Kamera halt trotzdem noch griffbereit. Und dann kommt halt noch mit dazu, wenn normales Wetter ist und normale Helligkeitsverhältnisse, habe ich die eigentlich standardmäßig so auf Blende 5, 6. Und dann ist auch wirklich, ja, bei 28 mm kannst du halt wirklich auch viel Abstände einschätzen und tatsächlich auch ohne fokussieren, einfach nur über das, dass man weiß, okay, wenn der Fokustab an dem Objektiv unten ist, bin ich ungefähr bei 1,5 Meter fokussiert und wenn ich dann weiß, okay, ich habe eine Blende 5, 6 oder 8 eingestellt, dann ist im Prinzip ab 1,50 Meter nach hinten bis zu so 3, 4 Meter fast alles scharf. Da triffst du halt auch relativ einfach einen Moment, ohne dass du groß scharf stellen musst. Ja, das ist, und das genieße ich tatsächlich so ein Stück weit auch gerade, die Möglichkeit zu haben, das genau so zu nutzen. Klar, das werden häufig technisch nicht perfekte Fotos, aber ich habe damit jetzt tatsächlich schon, ja, sehr schicke Momente eingefangen, wo ich was draus ziehen kann. Und da war auch, glaube ich, schon das eine oder andere Bild dabei für Freunde, die das nicht auf dem Schirm hatten, dass ich in dem Moment ein Foto gemacht habe und sind dann irgendwie 2 Stunden später, wenn es in der WhatsApp-Gruppe landet, sehr überrascht, dass so ein Bild entstehen kann. Ja, das ist schon schön. Bei mir ist halt so mit 28 mm, das ist für den Alltag. Mit einer 28 mm Brennweite würde ich, glaube ich, einfach keine Kamera mehr mitnehmen. Für mich ist das so das decke ich mit dem Handy ab und ich verstehe das voll. 28 mm aus einer M10 sieht komplett anders aus wie ein Smartphone. Aber bei mir muss da ein bisschen mehr Brennweite dahinter sein. Ich habe das jetzt auch wieder gemerkt am Wochenende. Hast du vielleicht das Bild gesehen vom Sonntag oder so, wo wir mal unsere Fahrräder reaktiviert haben. Da war die S1 II mit dem 85 mm 7 Artisans Objektiv dran. Und ich glaube, 85 mm ist so echt mein Sweet Spot, wo ich unterwegs bin, wo ich echt Spaß an den Bildern habe. Die Wirkung ist schon nochmal komplett anders wie das, was du aus einem Smartphone oder so auch rauskriegst. Und das ist klar, du läufst dann halt natürlich 5 Meter weiter hinten, damit du überhaupt was drauf kriegst. Aber das habe ich jetzt so am Wochenende ein bisschen gemerkt, dass es gerade in die Richtung eher geht, auch für meine Freizeitbilder, sag ich mal so. Das war ja bis letzte Woche eigentlich so das 40 mm, beziehungsweise eben das 20 mm an der GM5. Jetzt gerade ist es ein bisschen mehr Brennweite. Ja, zusammen mit dem Leica Monochrom Loop sind das ja Bilder, die aus der Kamera kommen. Da hast du deinen Spaß dran. Boah. Allein das wäre, der Leica Monochrom Look in den Lumix-Kameras, wenn wir da einen geschwinden Ausschweif an die Technik machen, ist schon ein Grund, eine Lumix zu kaufen. Ja. Das ist so nah dran an der richtigen Leica, dass ich, also da hat Lumix echt einen Wurf gemacht. Ja. Aber es ist witzig, dass bei dir sich's wandelt und du sagst, okay, es geht eher in Richtung 85 Millimeter. Bei mir ist die letzten Male, wenn ich unterwegs war, tatsächlich genau andersrum. Ich finde, ich kann die Emotionen, die ich sehe beim Fotografieren oder die ich einfangen möchte, kriege ich tatsächlich momentan deutlich besser eingefangen, wenn ich näher rangehe. Also nah ran, ja, einfach die Emotionen präsenter machen, indem man einfach nah rangeht. Und da ist halt 28, ist halt da schon ziemlich cool, wobei man da halt auch schon
wirklich nah ran muss, damit es funktioniert. Und du musst halt so ein bisschen schauen, auch deine Umgebung oder so. Bei uns jetzt die Bilder, was ich gemacht hatte, die mir schon sehr gut gefallen haben, dann nachher auch so, das war an so einem Eisautomat, an so einem Bauernhof oder was weiß ich, da war der Hintergrund jetzt nicht unbedingt wirklich schön, aber durch das, dass du halt mit 85 Millimeter arbeitet, hast du erstmal gar nicht so viel außenrum und dann hast du natürlich noch deine Schärfeebene mit deinem Bokeh, wo dir den Rest noch verschwinden lässt, wo du dann wirklich, das sind ja dann schon nur noch Porträts mehr oder weniger, was du anfertigst. Und da bin ich jetzt halt gerade so ein bisschen drin, dass mir das gefällt. Das kann sich nächste Woche schon wieder geändert haben. Ich glaube, insgesamt 40 Millimeter sind immer noch für mich so die Brennweite, wo ich wahrscheinlich auch in 5 Wochen noch irgendwie sehr froh damit sein werde, weil du damit halt schon auch mehr abdecken kannst. So, und ja, bei den 28, klar, wenn du das passend komponierst, dein Bild und so, kommen da ja auch richtig gute Bilder raus. Also, wenn viel drauf ist, kannst du da natürlich sehr viel mehr mit erzählen. Ja, ich habe halt tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass diese Nähe, einfach wenn du nah ran musst und dann auch logischerweise, also jeder, der die 28 sind halt sehr nah an den 24 Millimeter, die man so üblicherweise von den Handyfotos kennt. Ja. Ja, wenn man dann aber die deutlich bewusster einsetzt und ja, halt darauf achtet, dass man keine riesigen Verzerrungen provoziert, weil man die Leute an den Rand packt oder so, sondern wenn man einfach das fotografische Know-how, das man hat, mit einbringt und dann quasi diese Nähe sucht, ist es in meinen Augen tatsächlich einfach, stärkt es tatsächlich so ein bisschen dieses Emotionale im Foto. Ja. Ist jetzt vielleicht sehr philosophisch der Gedanke, aber es ist halt auch so, dass meiner Meinung nach, wenn man vielleicht auch mal ein Detail rausarbeitet, wirklich nur eine Hand oder irgendwie, wie jetzt da bei den Trampolinbildern, habe ich Bilder, wo im Prinzip Gesichter verdeckt sind und du siehst aber nur diese Dynamik auf dem Trampolin, weil die Füße in alle Richtungen gehen, die Hände, die Haare, alles in irgendwelche Richtungen und dann ist vielleicht ein bisschen Bewegungsunschärfe mit drin. Da habe ich für mich persönlich tatsächlich sehr, sehr schicke Bilder gemacht. Da habe ich jetzt auch schon das eine oder andere Mal so ein bisschen Blicke geerntet, so nach dem Motto, okay, das Bild ist eigentlich nix, so, ja. Mhm. Viele würden es wahrscheinlich aussortieren. Wenn ich da mit meinem künstlerischen Auge drauf gucke, ist es für mich tatsächlich nachher ein wichtiges Bild. Das ist natürlich auch wieder die Sache, wo man sagt, warum fotografierst du? Fotografierst du für dich oder fotografierst du, dass es anderen gefällt? Und Ja. das sind ja manchmal 2 komplett verschiedene Welten. 100%. Ich glaube, das wäre der Moment, wo so ein Patrick einfliegen könnte. Genau. Der wär jetzt hier, glaube ich, auch der optimale Gesprächspartner, wenn es um Gefühle, Emotionen, künstlerische Aspekte in so einem Bild geht. Das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was wir in der Streetfotografie-Folge besprochen haben. Da ist es auch wirklich so bei Street, dass da sehr oft der Fotograf was sieht und da ist jetzt eine Geschichte drin und jemand, der gar nichts erkennt oder da nicht dabei war in dem Moment und so, denkt sich noch, was ist das jetzt für ein Schnappschuss? Ja. Mehr oder weniger. Ja, manchmal helfen ja auch Bilder tatsächlich so ein bisschen zu vermitteln, wie man die Welt sieht. Also auch da wieder recht philosophisch, aber ich glaube, nicht jeder versteht, was ich im Endeffekt sehe, wenn ich durch die Kamera gucke oder wenn ich auf eine Szenerie gucke und irgendwas löst aus, okay, da ist jetzt was ich festhalten will. Ich glaube, dass viele das so in dem Moment dann nicht verstehen und erst dann das Ganze Sinn ergibt, wenn man das Foto nachher sieht. Ja? Ich glaube, da ist auch ein großer Teil noch Bearbeitung dahinter, weil beim Patrick zum Beispiel oder Street allgemein ist es ja auch so, manchmal ziehst du dir ja die Schatten so runter oder machst da noch einen Verlauf rein oder so, dass dein Bild nochmal in einem gewissen Bereich verstärkt wird oder was unsichtbar gemacht wird oder sowas, was du bei der Aufnahme vielleicht schon gesehen hast und der, wo neben dir steht, denkt sich, warum fotografiert er jetzt hier einen Mülleimer, wo ein Mann vorbeiläuft oder irgendwie sowas. Und das macht dann natürlich auch den Unterschied. Aber das ist dann auch sowas. Für mich vielleicht ein bisschen nicht schwierig, aber das ist bei mir auch weniger so die Fotografie, was ich mache. Ich gucke schon, dass ich über die Einstellungen in der Kamera mein Bild so weit hinkriege, dass gerade im Leica Monochrom oder so zum Beispiel
dass du dann wirklich out of camera das Bild nehmen kannst und fertig. Oder wie es der Tobi auch macht, der tut sich sein Farbrezept da zusammenbasteln und benutzt nur JPEG out of camera. So sind halt natürlich auch immer die Unterschiede, wie jeder auch für sich selber arbeitet und was sich jeder so ein bisschen vorstellt unter dem Ganzen. Wo ich mir halt im Moment gerade, wo ich auch noch nicht weiß, ob das so sinnvoll ist oder ob das mich weiterbringt oder nicht, aber es fühlt sich im Moment tatsächlich einfach ein Stück weit richtig an, ist tatsächlich die Thematik, dass ich versuche, ja, eine echte Emotion festzuhalten und weniger ein technisch perfektes Foto zu machen. Gerade wenn es darum geht, ja, so Familienerinnerungen festhalten und so weiter. Vielleicht auch so ein bisschen inspiriert durch den Workshop, wo ich einen Jan begleitet hat, der hat da auch so ein bisschen drüber philosophiert, der hat es unterstrichen mit Bildern, die er während einem Spaziergang mit seiner Family gemacht hat. Und ganz ehrlich, da sind Bilder dabei, also ich fotografiere jetzt auch schon ein paar Tage, ja, wo ich mir halt denke, okay, und das habe ich sehr, 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 sehr selten, dass ich mir denke, das Bild ist so krass und regt so zum Nachdenken an, dass ich mir wünschen würde, dass es von mir wäre. Okay. Hört sich blöd an, aber dass so ein Neid ist immer so ist immer so negativ behaftet, das hört sich immer so hart an, ja. Ja. Aber ich meine es tatsächlich eigentlich positiv, als absolutes Lob in der reinsten Form, wie ich es mir vorstellen kann, ist, wenn ich mir wünschen würde, dass ich sagen könnte, das Foto habe ich gemacht. Ja. Und ja, und dieses weg vom Technischen hin zur Emotion und dann im Prinzip auch nicht nur dokumentarisch arbeiten, sondern da nach Möglichkeit so ein bisschen auch Feeling mit reinzubringen. Und wenn man die Message dann übertragen bekommt, ne, wo auch wieder so ein Storytelling ein Thema ist, nicht nur ein Bild und nicht nur die absoluten Banger, wo jeder sagt, wow, sondern dass man auch, wenn man Fotos zeigt, dass man dann so eine gewisse Geschichte projiziert. Ne? Also sich Dann da aktiv Gedanken macht drüber, welche Bilder und vor allem auch Bilder, die vielleicht auf diesen Banger hinführen. musst du mehr Hochzeit fotografieren. Weil da hast du ja eigentlich schon eher das Thema weg vom Technischen und die ganzen Emotionen einfangen, die du dann festhältst und eben die Geschichte auch erzählst, weil das ist ja ein kompletter Unterschied, ob du jetzt ein Model hast, mit dem du jetzt ein Model-Shooting machst oder du fotografierst eine Hochzeit, weil du zwei komplett verschiedene Arten hast zu fotografieren. Bei einer Hochzeit hast du ja, also im Idealfall fängst du ja ohne Ende Emotionen ein und machst dir vielleicht nachher auch noch ich weiß nicht, wie das bei anderen Hochzeitsfotografen oder so jetzt wäre, aber ich gehe mal davon aus, in der Hochzeitsfotografie wird sehr viel mehr beschnitten und nachbearbeitet, als es jetzt bei einer Modelfotografie wäre, weil du dir bei einer Modelfotografie ja schon 10 Minuten Zeit geben kannst, um das Bild perfekt auszurichten und alles, was in einer Hochzeit zum Beispiel komplett anders ist. Genauso wie wenn du auch Kinder fotografierst oder sowas. Das finde ich zum Beispiel wenn du jetzt Kinder, Family Shooting oder was weiß ich was hast du ja sehr viel weniger Vorbereitungsmöglichkeiten, wie wenn du jetzt ein professionelles Model hast, das genau weiß, wie es stehen muss und so. Ja. Ja, gerade wenn auch kleine Kinder im Spiel sind, da probiere ich tatsächlich extrem auf die Momente zwischendrin zu achten. Einfach aus dem Grund, die sind ein Stück weit unberechenbar, aber nicht im negativen Sinne, sondern die haben halt Flause im Kopf. Die machen sich keine Gedanken, ob die jetzt irgendwie blöd aussehen oder wie auch immer, die albern rum, und das ist auch das, was ich vorhin meinte, wo ich angedeutet habe, dass ich probiere, das in einem Vorgespräch oder zu Beginn von dem Shooting tatsächlich so ein bisschen zu vermitteln, ist tatsächlich die Thematik, dass man solche Situationen auch einfach laufen lässt. Klar, jeder erwartet, dass wenn man sich irgendwie auf einen Samstagvormittag irgendwo auf der Obstwiese trifft, jeder erwartet da so ein gewisses Grundgerüst an Fotos, die man der Oma auf den Esstisch stellen kann oder wie auch immer, ja. Aber das, was zwischen den Fotos quasi oder zwischen den verschiedenen Positionen entsteht, wenn dann auch die Kinder tatsächlich irgendwie anfangen, Blödsinn zu machen, rumzualbern, einfach natürliches Lachen.
spannend finde ich immer das Alter so zwischen 4 und 5, wo die anfangen, tatsächlich auch ihren eigenen Kopf zu entwickeln und irgendwie zwischendurch mal eine ziemlich dumme Frage stellen, die alle witzig finden und dadurch einfach so eine gewisse Natürlichkeit entsteht. Da probiere ich tatsächlich immer schussbereit zu sein. Und da ärgere ich mich tatsächlich dann auch eine ganze Weile drüber, wenn es nicht geklappt hat. Eigentlich muss so ein Behind-the-Scenes-Fotograf sein, der sich nur darauf konzentriert, was neben dem Standard-Shooting eigentlich Ja. so stattfindet, weil viel mehr Mist passiert, der sehr viel witziger oder sehr viel emotionaler in den Bildern dann rüberkommt. Die meisten Hochzeiten, die ich bis jetzt fotografiert habe, waren wir tatsächlich zu zweit. Da hast du das dann, also da wird dann mehr oder weniger vorher klar definiert. Klar, wichtige Momente, Ringtausch, Kuss, whatever, probiert man schon logischerweise beide das einzufangen. Aber wenn so mal das Gröbste rum ist, wo ich dann auch wirklich extrem viel Spaß dran habe, ist wirklich, wenn man sich nicht mehr auf den Hauptakt konzentrieren muss, sondern seine Augen links und rechts haben kann. Und man dann eben so Momente einfängt, hört sich dumm an, aber da geht mir tatsächlich wirklich das Herz auf. Da denke ich mir dann nachher, okay, ich glaube, das ist der Grund, warum ich das mache. Ja. Ja. Und im Umkehrschluss ist es dann tatsächlich häufig auch so, dass wenn das mal nicht klappt oder tatsächlich halt auch einfach mal eine gewisse Zeit eine Durststrecke ist, was irgendwie, ja, ich meine, jeder, der einen normalen 40-Stunden-Job hat und vielleicht noch Family hat und vielleicht auch noch das eine oder andere Hobby nebenher, neben Arbeiten, Fotografieren, Family, ist tatsächlich, wenn dann eben die Zeit nicht da ist, irgendwie eigene Geschichten, Ideen umzusetzen. Das ist der Moment, wo ich mich dann häufig in der Technik verliere. Klar, das nutzt mir auch ein Stück weit, weil ja, irgendwas zieht man ja dann da neue Informationen oder so trotzdem draus. Hilft mir auf jeden Fall im Job. Ja, das ist meistens der Beginn von der nächsten Kamera-Equipment-Krise oder, weil dann willst und ich glaube, da spreche ich dir aus der Seele, da probiert man dann krampfhaft irgendwie, man muss was verändern, in der Hoffnung, dass es dadurch besser wird. Aber ich glaube, das nächste Objektiv, die nächste Kamera bringt das auch nicht. Ich glaube, also bei mir ist das kein, ich muss was verändern, dass was besser wird, sondern einfach ganz viel ausprobieren. Durch das, dass ich halt auch wirklich immer wieder neue Objektive kriege und Brennweiten und komplett andere. Dann habe ich da ein 15 mm 1.4 und eine Woche später ein 135 mm 1.4, was komplett andere Brennweiten und alles sind. Ich glaube, da ist das dann auch so, dass ich dann denke, ja, vielleicht komme ich damit dann doch besser zurecht. Dann probiere ich das aus und denke, ja, alles gut damit. Und dann, nee, irgendwie, vielleicht doch nicht irgendwie, gehe ich wieder zurück zu der Brennweite oder zu der Kamera und so. Letzte Woche habe ich noch groß erzählt, ja, die GM5 mit dem 42,5 mm Objektiv, alles total happy und so. Ja, wie ich gesagt habe, die Bilder, ich bin total happy, solange du auf dem Handy anguckst und Instagram oder was weiß ich was machst. Ich habe die ganzen Bilder rübergezogen, ich habe das ganze Shooting angeguckt und habe mir dann gedacht, krass, die Bilder aus der Z8 mit dem deutlichen Mehr an Auflösung, die sind halt schon irgendwie, nicht, dass sie mir mehr gefallen oder sowas, aber die lassen irgendwie dann doch noch ein bisschen mehr zu, dass ich die so anpassen kann, wie sie mir dann perfekt gefallen. Also nichts gegen die 16 Megapixel aus der GM5, das sind Bilder, die ziehe ich von der Kamera und bin zufrieden damit auf dem Handy und so weiter. Aber so für wirklich, wenn ich dann wirklich wieder Arbeit reinstecken will, da habe ich dann schon wieder gemerkt, ja gut, okay, es geht halt dann doch irgendwie schon wieder in die Richtung von der teuren Kamera mit viel Auflösung und so. Und das macht mir da die Bearbeitung an sich dann wieder mehr Spaß. Und da bin ich aber auch so hin und her gerissen. Deswegen war ich dann mit der S1 II unterwegs am Wochenende, weil ich wirklich gedacht habe, die gibt mir so einen Mix aus beiden, was dann auch wirklich so war. Du hast schon Auflösung dahinter, hast aber auch Bilder, die du out of camera richtig gut verwenden kannst. Das 7 Artisans Objektiv hat auch ist nicht perfekt vom Look, hat Charakter, würden es manche Leute nennen, und hat mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Und da denke ich dann schon wieder, super, die nächste Krise schon wieder, weißt du, jetzt bin ich hier wieder, jetzt habe ich 3 Kameras zur Auswahl, wo ich gerade nicht weiß, mit welcher ich jetzt am glücklichsten bin. Wenn,
da nicht das Größenthema wäre. Weil bei mir ist gerade aktuell halt wirklich so, kleine Kamera nimmst überall mit, hat automatisch gewonnen. Weil, wie vorhin schon gesagt, ich habe keinen Bock, da immer eine Kamera rumbaumeln zu lassen oder rumzutragen oder so. Oder 1. Mai-Wanderung bist unterwegs, da willst du ja keine 5.000 Euro in deinem Kinderwagen unten drin haben, wo du selber nimmer so zurechnungsfähig bist, wie du jetzt nüchtern wärst und so. Siehst, aber da ist genau die Thematik, dass ich in dem Moment es mir scheißegal ist, ob ich die Kamera dabei habe. Wichtig ist, dass ich sie dabei habe. Und es juckt mich in dem Moment nicht, dass die Kamera teuer ist. Und da habe ich tatsächlich zu Beginn, als ich die, das habe ich glaube auch schon erzählt, aber als ich die M10 gekauft hatte, habe ich mich auch immer wieder mal erwischt, dass ich die zu Hause gelassen habe. Das ist jetzt genau das, was in den letzten Wochen ich wirklich krampfhaft probiere zu erzwingen, dass mich das nicht interessiert. Ich möchte die Kamera dabei haben und ich möchte die Möglichkeit haben, sie einzusetzen. Und ich habe die Kamera wirklich jetzt seit ein bisschen mehr wie 4 Wochen immer dabei. Immer. Ich verlasse das Haus, die Kamera ist in der Tasche dabei. Logisch, in 60, 70, vielleicht sogar 80% der Fällen habe ich sie gar nicht ausgepackt, habe sie nicht dabei. Jeder würde sagen, ja, das Risiko, dass irgendwie was passiert, viel zu groß. Ja, gut, aber wenn ich sie nicht dabei habe und dann eine Situation entsteht, wo ich sie gern dabei hätte, dann beiße ich mir viel mehr in den Arsch. Ja? Und auch zu dem Thema, wo du gerade gesagt hast, okay, du hast dich jetzt erwischt, dass du die S1 II dabei hattest. Ich war letzte Woche auf so einer Veranstaltung Rock in den Mai, wollte da eigentlich nur kurz vorbei, um ein paar Leuten, die dort die Veranstaltungstechnik und so machen, Hallo zu sagen. Hatte natürlich meine Kamera dabei. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was ich mir so effektiv dabei gedacht habe. Hab tatsächlich eine M11P auch noch dabei gehabt, also meine M10 aus 2017 quasi und die M11P. Und habe an dem Abend, das ist dann ein bisschen eskaliert, das eine hat so das andere ergeben, dass ich da dann tatsächlich wirklich, ja, sehr, sehr viele Fotos tatsächlich auch gemacht habe und im Wechsel gearbeitet habe mit der M10 und der M11. Am Tag drauf habe ich abends irgendwie die Bilder durchgeguckt, habe so meine Auswahl gemacht, nichts Wildes, ganz schnell, habe so ein bisschen eine Bearbeitung draufgeschmissen, viel in Schwarz-Weiß, schön kräftig, wo ich dann nachher angeguckt habe, welche Bilder ich tatsächlich ausgewählt habe und exportiert habe, war da so viel aus der M10 dabei und ich kann dir nicht erklären, warum. Ja? Eigentlich sollte man doch meinen, dass die 60 Megapixel oder 61, die M11P hat, dass die deutlich besseren Bilder macht, aber... Hattest du die gleiche Brennweite? Ich habe tatsächlich nicht nach irgendeinem Schema, sondern einfach so, wie es im Moment gerade sich angefühlt hat oder wie ich eine Szenerie gesehen habe. Also ich war dann irgendwann so drin, dass ich tatsächlich auf der Bühne rumspringen konnte und so weiter. Ja, ich habe die Bilder gesehen. Ich habe dann erst gedacht, bist du jetzt Besucher auf dem Konzert, weil die ersten Bilder waren von vorne fotografiert und so und dann nachher, okay, von hinten von der Bühne und Technik und so fotografiert. Ja. Dann dachte ich, okay, war er auf dem Konzert und während dem Konzert ist ihm eingefallen, er will jetzt doch Konzertfotografie betreiben und durfte dann Backstage hinter die Bühne gehen und so. Nee, ich meinte das mit der Brennweite einfach nur, hattest du 2 verschiedene Brennweiten auf den Kameras drauf oder dieselbe Brennweite? Nee, ich hatte tatsächlich verschiedene Brennweiten. Also ich habe einen 28er, einen 35er und einen 50er dabei gehabt. Und logisch, eins der Objektive war immer in der Tasche und habe dann tatsächlich aber völlig random, so wie es gerade gepasst hat, die Objektive hin und her getauscht. Ja, okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie eine Szene gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, okay, 50 Millimeter passt, dann habe ich gerade die Kamera, die ich in der Hand gehabt habe, halt in der Hand behalten und habe auf die andere quasi das 50 Millimeter geschraubt. Und in dem Moment war es mir dann tatsächlich auch völlig egal, welche der beiden Kameras es ist. Also ich habe nicht effektiv mit der einen oder mit der anderen fotografiert, weil ich wollte genau den Unterschied tatsächlich auch einfach mal feststellen. Ja, vielleicht lag es auch an dem Moment, dass ich in dem Moment zufälligerweise die richtige Brennweite auf der M10 hatte, aber ich war sehr erschrocken, dass halt die Technik doch nicht alles ist. Sondern in dem Moment war ja der Moment viel wichtiger, den ich eingefangen habe. Die Lichtverhältnisse haben gepasst. Und das auch wieder übertragend so ein bisschen auf alles andere, wenn man auf die Familiengeschichten und auf die Hochzeitsgeschichten und so weiter eingeht, ist es auch, glaube ich, so, dass du als Fotograf teilweise einfach nicht diese Freude in Fotos, die Emotionen, die kann man nicht erzwingen, das muss man einfach kommen lassen.
Du musst dir einfach Mühe geben, diese Echtheit, die da entsteht, die einfach festzuhalten. Wobei du ja zwischen der M10 und M11 jetzt technisch gesehen nicht so den großen Unterschied hast, außer die Auflösung jetzt dahinter, weißt du, deswegen. Doch, tatsächlich. Ja? Ja, kleiner Ausflug in die Technik. Die M10 misst wie die klassischen Film-Ms. Da sind, wenn du dir den Verschluss anguckst, sind die Lamellen wie grau eingefärbt, beziehungsweise weiß, also grau und weiß. Und die misst tatsächlich über eine Diode quasi auf den zuhenden Verschluss. Bei der M11 ist es tatsächlich so, dass die Messung vom Sensor gemacht wird. Sprich, der ist wie bei einer normalen Systemkamera die ganze Zeit bestromt. Und in dem Moment, wo du den Auslöser drückst, fährt der Verschluss zu, fährt wieder auf, das Foto wird aufgenommen und der Verschluss fährt wieder zu, um quasi die Belichtung zu beenden. Und in dem Moment fährt er wieder auf. Also du hast tatsächlich, wenn man es genau nimmt, 1 oder 2 Bewegungen im mechanischen Verschluss tatsächlich mehr als bei der M10. Und das ist ja häufig auch tatsächlich, wenn jemand da so ein bisschen im Leica-Game drin ist es tatsächlich einer der größten Kritikpunkte an der M11-Serie, dass genau also im direkten Vergleich merkt man das so, wenn ich dir jetzt eine in die Hand gebe, du ziehst eine halbe Stunde los, gibst mir die wieder und nimmst dann die andere mit und machst das Gleiche, wird dir das nicht auffallen. Aber wenn du zwischen den Kameras aktiv hin und her wechselst, du musst tatsächlich bei der M11 etwas anders fotografieren wie mit der M10. Also die M10 fühlt sich vom Auslöseverzögern deutlich schneller an, also weniger Verzögerung als die M11. Das kann vielleicht auch nur eine haptische Sache sein, weil du den mechanischen Verschluss, wenn der aufgeht, das spürst du ja. Ja, also beziehungsweise in dem Fall bei der M11 geht er ja erst zu. Das spürst du ja. Und das fühlt sich manchmal so an, wie wenn du 2 Bilder gemacht hast, obwohl du nur 1 gemacht hast. Ja. Okay. Und da war ich sehr überrascht, dass das in der Praxis tatsächlich so einen riesen Unterschied macht. Ja, weil das, was ich meinte mit jetzt nicht so ein großer technischer Unterschied, meinte ich mit, du wirst ja sowieso wahrscheinlich den Großteil komplett M fotografiert haben, oder? Du hast alles vorgegeben. Ich habe nichts anderes dabei gehabt. Na, ich meine, achso, du meinst manuell. Ja. Genau, komplett manuell. Weil du hast bei beiden, weißt du, hast keinen Autofokus oder was weiß ich dahinter. Ein Weißabgleich spielt da vielleicht später in Schwarz-Weiß sowieso auch nicht so ganz die große Rolle, aber von der Bedienung her, du gibst eine Verschlusszeit, eine Blende und deine ISO vor und fokussierst noch manuell. Das ist ja bei beiden Kameras genau gleich. Aber wenn du jetzt natürlich sagst, dass dein Auslöser komplett, das verstehe ich vollkommen, was du meinst mit der Auslöseverzögerung und so, dann merkst du da schon einen großen Unterschied nachher. Ja, und ich dachte eigentlich ja so, okay, vielleicht, klar, in der Bearbeitung nachher, wenn du dir die Bilder am PC anguckst, siehst du natürlich einen massiven Unterschied. Ja, also die Klarheit, insgesamt die effektive Bildqualität, die kannst du nicht vergleichen. Also dazu sagen, dass das ähnlich aussieht, wäre einfach falsch. Erstaunlicherweise habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die M10 tatsächlich auch deutlich besser mit Kunstlicht umgehen kann als die M11. Das ist aber nichts, was man nicht kennt, wenn man mit einer Sony-Kamera unterwegs ist. Da weiß man, dass Magenta, LED, die halt auch einfach jetzt nicht Studio LEDs sind, wie das, was ich hier im Hintergrund habe, wo quasi auf den CRI-Wert und so weiter geachtet ist, die machen Probleme. Ja? Wenn das ein Hauch zu hell ist, dann ist es weg. Ja, dann kriegst du auch im RAW nichts mehr wieder. Das ist einfach so. Und das kriegt der deutlich ältere Sensor tatsächlich deutlich besser hin. Ja? Aber das war schon so ein Stück weit auch eine Genugtuung oder ich würde sogar fast sagen, so ein bisschen von dieser, um wieder zurückzukommen auf das philosophische, warum fotografieren, diesen Moment einfangen und ist halt, die Technik ist nicht das Wichtigste. Auf gar keinen Fall. Und eigentlich war der Plan dahinter, glaube ich, in meinem Hinterkopf, warum der Vergleich gestartet worden ist, weil natürlich auch die Überlegung da ist, ob man nicht ein bisschen Krempel, der nur rumliegt, abstößt und vielleicht ein dickes Upgrade macht und also sehr massiv reduzieren und quasi nur auf so eine M11 gehen, aber irgendwie im Moment würde ich sagen, bin ich von dem Gedanken so ein bisschen geheilt. Mal gucken, wie lange das anhält.
Oh, je, da kenne ich noch so einen, der alles verkauft hat und dann nur noch M11 fotografiert. Mach's Ja. nicht. Mach's nicht. Ja, vielleicht ergibt sich ja nächste Woche sowieso ein komplett neues Bild, Ich befürchte. wenn wir das vielleicht noch kurz ansprechen wollen. Wir hatten es Ja, ja auf jeden vorhin schon Fall. mal gesagt, die Ja. Gerüchteküche. A7R6. Die Kamera, wenn man die Gerüchte so hört, wird das ja deine nächste Kamera. Den Ball könnte ich zurückspielen, oder? Ich bin mir noch nicht sicher, weil Also, es kommt wirklich drauf an, also die Gerüchteküche mit den 67, 68 Megapixeln, Stacked-Sensor, 30 FPS und sowas, das hört sich ja schon alles gut an, aber es hört sich für mich nicht so an, wie Sony schießt komplett seine A1 II damit ab. Und das wäre ja der Todesstoß für diese A1-Serie. Also dann kommt ein ja, Nachfolger vielleicht, 50 Megapixel Global Shutter oder was weiß ich, was dann vielleicht irgendwann mal kommen will. Aber wenn ich Sony-User wäre, und ich habe mir in den letzten Wochen, Monaten vielleicht eine ich weiß, was A1 jetzt II kommt. gekauft, Ja, dann würde ich ja aber sowas von kotzen. genau. Also, wo ich wirklich nach wie vor sehr skeptisch bin und auch noch keine Informationen aus irgendjemand rauspressen konnte, der vielleicht die Kamera schon in der Hand gehabt hat oder das irgendein Briefing bekommen hat oder whatever. Und da waren definitiv Menschen dabei, wo ich weiß, dass es so ist. Keiner hat was rausgelassen, obwohl ich betont habe, dass es nur für mein privates für mein privates Interesse ist, weil ich mit dem Gedanken spiele, dass wenn es tatsächlich so ist und man da wirklich 30 FPS, fully stacked 68 Megapixel oder 67 Megapixel Sensor bekommt, dann bin ich genau deiner Meinung, dass eine Einzelserie keine Daseinsberechtigung mehr haben wird. Da bin ich auch tatsächlich noch skeptisch. Ich bin mir Stand jetzt nicht im Klaren drüber, ob Sony tatsächlich so knallhart an die Sache hingeht und da ein Stück weit in ihrem Produktportfolio so umdenkt, dass sie den Schritt gehen. Was ich halt ein bisschen gelesen hatte, war, dass die A1 II einfach nicht so ankommt, wie sie sollte, was sicherlich einfach ein Preisding ist und du kannst halt mit einem Move, wenn du dir eine A7R6 für 5.500 Euro oder sowas verkaufst, bist du halt gleich wieder in dem Spiel drin, dass du zu deiner Konkurrenz die bessere Kamera im fast demselben annähernden Preisbereich rausbringst. Ja, Sowas würde ich bei Nikon zum Beispiel erwarten. Von Sony würde ich das nicht erwarten. Aber richtig. es würde Sinn machen, um wieder nicht dahin zu kommen, wo sie mal waren, weil sie sind ja immer noch sehr gut oben mit dabei, aber sie waren schon mal besser dran im Vergleich zu allen. Und mit so einem Ding wären sie natürlich gleich wieder, da haust den anderen ja schon was vor den Ja. Latz. Ich glaube, wir hatten es in der Folge, wo wir über den Pocket gesprochen haben und als auch dann die ersten Rumors zur neuen R-Kamera dann da rausgekommen sind, wo das erste Mal so wirklich spruchreif die 68 oder 67 Megapixel angesprochen worden sind, hatten wir es ja, glaube ich, auch so ein bisschen über die Preispolitik. Da war ich, glaube ich, noch der Auffassung, dass Sony unter 5.000 Euro bleibt. Kann ich mir nicht vorstellen. Genau, entweder die Specs stimmen nicht und es ist kein gestackter Sensor, was dann wiederum die Thematik wäre, dann gehen diese 30 Bilder nicht, also dann muss auch da irgendwas faul sein an den Gerüchten. Ja, wobei die A75 macht doch auch 30, oder? Mit Ja, aber es ist ein Teilstack. Teil gestackt, ja. Ja, Teilstacked kann ja genauso sein. Ja, wie Dann hast gesagt, du auch nicht das Problem, dass dir eine A1 komplett abrasierst. ja. Ich glaube, das Problem an der Alpha 1 II ist tatsächlich, dass das eine Kamera ist, die man in der Praxis ausprobieren muss, um zu verstehen, wie gut sie ist. Aber ist es so gut, dass sie den Mehrpreis von 3.000 Euro ungefähr fast Ja. rechtfertigt? Boah. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn die Kamera 1.000, vielleicht 1.500 Euro günstiger wäre, wäre das deutlich einfacher, die an den Mann, die Frau zu bringen, wie jetzt für das Preisschild, das sie tatsächlich hat. Und da denke ich dann, dass so eine A7R6 kann da diesen Teil, weil Sony hat in dem Preisbereich ja nichts. Also Nee. du kriegst eine A7R5, die einfach nur langsam ist.
und was anderes in dem Preisbereich gegen eine R5 II, Z8, S1, R2, was es alles so gibt, hat ja Sony aktuell nichts. Und das wäre natürlich was, dann hast du was und dann hast du was, was alle anderen gut wegrasiert, weil es einfach von den Specs her ein ganz anderes Level nochmal ist. Von dem her würde ich es mir tatsächlich auch wünschen, dass das alles stimmt, dass die einen vollgesteckten Sensor hat, dass sie die 68 Megapixel bringen, dass sie die 30 FPS, dass man die Kamera, also eigentlich wünsche ich mir tatsächlich so ein bisschen, dass die Kamera kommt, die den Markt mal wieder so ein bisschen durchrasiert. Und du hast Nikon angesprochen. Ich glaube, dass Nikon da mit der Thematik Z8, Z9 und letzten Endes auch sowas wie eine ZR und einfach wie die mit ihrer Preispolitik und Features umgehen. Wenn es tatsächlich so kommt, dann bin ich der Meinung, dass Nikon da ein konkurrenzbelebtes Geschäft und dass die da quasi so einen Zugzwang ausgelöst haben, dass Sony da so einen radikalen Schritt gehen muss. Aber dann bleibe ich auch dabei, dann sind wir nicht mehr bei 5.000 Euro. Ich glaube, dass du mit den 5.500 Euro, die du gerade mal in den Raum geworfen hast, da glaube ich einen richtigen Riecher hast, wenn die Gerüchte stimmen und die Kamera so gespeckt kommt. Sagen die Gerüchte, dass es so in dem Preis $5.000, 5.500 Euro liegen soll. Deswegen, ich habe mich ehrlicherweise jetzt nicht mehr damit beschäftigt. Ja. Ich glaube, für 13. oder sowas, 14. irgendwie sowas ist ja, glaube ich, irgendwo mal angeteasert worden von Sony, dass da was Neues kommt. Oder 13. Steht auch auf den Room. 13. Ja. Oder das ist, glaube ich, nächste Woche Mittwoch, oder? Irgendwie sowas, 13. ist der Mittwoch. Deswegen war nämlich vorhin auch die Frage, wie wir das mit dem Podcast nämlich hindrehen sollen. Es wäre natürlich kacke, wenn wir am Dienstag aufnehmen. Am Mittwoch wird komplett Canon, genauso R6V wird gerumort. Eine Kamera, die ich persönlich als C50-Killer ansehe, aber keine Ahnung. Und wenn sie mit den Specs kommt, wie gesagt wird, macht eine C50 für nur noch sehr, sehr wenige User wirklich Sinn, vor allem für die Hälfte vom Geld. Aber die soll genauso am Mittwoch nächste Woche vorgestellt werden mit 20 bis 50 mm f4. Ich bin schon echt am Überlegen, ob ich zu dir sage, wir müssen den Podcast einen Tag verschieben, damit wir das alles mal angehen können, weil... Ja gut, also ich bin da auf jeden Fall offen, wenn es wirklich so ist, dass am Mittwoch die ganzen Releases kommen und wir nehmen ja eh mal abends auf, dann bin ich schon auch der Meinung, dass wir mittwochs aufnehmen sollten. Das heißt für dich halt Nachtschicht, dass trotzdem am Donnerstag alles online geht. Bin ich am Überlegen, ob wir das Donnerstag oder dann vielleicht einmal auf Freitag verschieben. Deswegen hier vielleicht mal die Ankündigung für Hörer von nächste Woche. Es könnte sein, dass sich der Podcast um einen Tag verschiebt. Ja, aber dann lohnt es sich ja tatsächlich auch. Jetzt haben wir heute 3/4, glaube ich, von der Folge. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir jetzt schon wieder am Fotogelaber sind. Wie war das kurze Folge heute? ja, immer dasselbe. War es ja jetzt sehr, sehr philosophisch. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute tatsächlich sich das ganz reinziehen und wie die Reaktionen drauf sind. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn so der eine oder andere vielleicht auch seine Gedanken mal zu der Thematik mitteilt, ob es jetzt irgendwie bei Insta, Direktmessage, Kommentare oder whatever ist. Oder wenn man einem oder dem anderen über den Weg tappt, wäre auf jeden Fall mal interessant. Und im Umkehrschluss, klar, wenn wir da nächste Woche dann schon direkt über die neuen, vielleicht ergibt sich ja dann tatsächlich auch die eine oder andere Frage, die jetzt so noch im Kopf geblieben ist. Vielleicht ergibt sich ja dann auch was. Dann gibt es eine Stunde Heulerei nächste Woche, wo ich nur überlege, wie ich das alles finanziell hinbekomme, dass da jetzt eine neue Kamera ansteht, weil wenn sowas da ist, da hätte ich ja schon echt Bock drauf. Aber dann ist wieder das Ding, ich hätte voll Bock drauf, aber ich brauche es eigentlich nicht. Und ja, aber es ist positiv. Du kannst dich ja an dem an dem Objektivlager von Sony, das dein Bruder aufgebaut hat, sich bedienen. Das heißt, ich hab so viel E-Mount hier. Tamron hast auch alles E-Mount. Was in diesen Gerüchten noch, was drin steht, dass eine neue Batterie kommt. Also erstmal ein neues Gehäusedesign und eine neue Batterie. Ich habe 10 oder 11 FZ100 Batterien hier. Ich möchte gar keine neue Batterie. Ich will meinen alten Akku. Jetzt habe ich schon alle hier. Es wäre perfekt. Ja, wobei
Auch da, Paradebeispiel, wie man es, glaube ich, macht, ist das, was Canon gemacht hat mit ihrem LPE6P. Das hat man, glaube ich, auch schon ein bisschen angesprochen. Auf der anderen Seite, ich tippe mal drauf, dass auch die nächste Sony vielleicht nicht gerade super enttäuschend wird, was die Videofunktion angeht. Und ich glaube, dass da halt auch einfach ein anderer Akku vielleicht auch ganz neue Möglichkeiten ergibt. Weil ich höre jetzt schon wieder in meinem Kopf die ganzen Stimmen, wenn dann irgendwie was ist, ja, die Akkulaufzeit ist wieder kacke oder so. Das sind halt alles so Aushängeschilder, die Sony seither hat. Ja, Also für das, wie alt der FZ100 Akku ist und dass der selbst in den großen Kameras, also in den aktuellen Flaggschiffen, noch so performt, wie er es tut. eigentlich Wie braucht es kriegen die keinen das neuen. hin? Ja, es braucht eigentlich keinen neuen Akku und Ja, der im Stand, Umkehrschluss könnte das vielleicht auch nochmal ein Hinweis darauf sein, dass die Kamera vielleicht doch deutlich leistungsfähiger ist, wie vermutet. Vielleicht deswegen so leistungsfähig ist, weil sie jetzt auch mehr Strom zur Verfügung hat. Höhere Spannung, ähnlich wie es Canon macht. Ja. Oh, so viele Fragen. Was ich bisschen, weil du gerade so ein bisschen den Videobereich angesprochen hast, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony, nachdem sie die A7 IV im Videobereich so beschnitten haben, jetzt auf einmal eine R6 raushaut, die im Video auf einmal voll abräumt. Oh, pass auf, ich mache jetzt mal einen Hot-Take. Und da möchte ich tatsächlich auch nochmal betonen, dass alle dicht gehalten haben und ich keine Vorahnungen habe. Ich bin der festen Überzeugung, wir werden 8K 60 sehen. Ja, gut, aber das ist ja Mindestvoraussetzung. Ja. Du musst mal überlegen, eine R5 II und eine Z8 und eine Z8 von vor dem Krieg macht das. Deswegen muss eigentlich rein, aber es ist Sony und die haben eine FX-Line und heilige FX-Line. Ich bin sehr gespannt. Der nächste Mittwoch. Ja, aber dann halten wir das doch am besten direkt fest. Wir gucken, dass wir nächste Woche Mittwochabend aufnehmen. Schauen wir mal. Aber ich gucke auf die Uhr und ich sehe schon wieder, wir haben schon den Podcast schon wieder richtig kurz gehalten, nachdem wir heute schon drüber diskutiert haben, wie kurz wir den heute ausfallen lassen mit dem Thema. Hat ja wieder hervorragend funktioniert. Ich glaube, 50 Minuten haben wir sicherlich wieder voll gemacht. Also ganz ehrlich, ich kann mich, also nur um auch mal das zu unterstreichen, wie wichtig mir dieses philosophische Thema aktuell ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal irgendwie handschriftlich Notizen gemacht habe zu irgendeinem Thema. Also auf deinem Mac und deinem iPhone gibt es so eine Notizen-App. Da kannst du sehr gut Notizen niederschreiben und das ablesen, so wie ich das hier gemacht habe. Du wirst lachen, ich habe das ausgedruckt, in schick. Geil. Benutzt habe ich trotzdem den Schmierzettel. So mache ich immer meine YouTube-Videos. Ich mache mir die ganzen Notizen und dann schreibe ich mir das, also ich schreibe mir das hier auf und dann drucke ich es aus und dann tue ich alles nochmal ergänzen, was mir noch während dem Drucken aufgefallen ist. Ja, das hat sich in dem Moment einfach richtiger angefühlt. Für mich hat man vielleicht auch gemerkt, vielleicht sagt jetzt auch der eine oder andere, der Typ hat ein Rad ab, aber das ist dann halt so. Einfach auch emotional ein wichtiges Thema. Ich finde, für mich war es auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich hoffe, für die Zuhörer, Zuschauer auch. Und vielleicht will ja wirklich der eine oder andere was dazu sagen in den Kommentaren. Letzte Woche, unsere Sensorbesprechung hat auch den einen oder anderen in den Kommentaren hervorgelockt. Deswegen war das ja schon mal nicht so schlecht. Und ich denke, das ist auch ein Thema, wo sich der eine oder andere auch ein bisschen wiederfinden wird. Und das wird ja immer sehr gut sein. Könnte sein, dass nächste Woche ein bisschen technischer wird. Je nachdem. Davon das auszugehen, ja. Ja, wahrscheinlich. Und wir gucken einfach mal, wie wir das geregelt kriegen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und dem Rest mal wieder einen schönen Tag oder wann auch immer dies anhören. Und dann hören wir uns das nächste Woche wieder. Entweder Donnerstag oder Freitag. Wunderbar. Bis dahin. Ciao, ciao.